Welcher Gärtner wäre nicht mal gerne der Wettergott? Dann wäre alles einfacher im Garten. Aber immerhin gibt es ja den Wetterbericht, der meldet täglich den Frost, den Regen, die Sonne, das nächste Tief und. Aber das Wetter, wie es wird, war auch schon vor hunderten Jahren wichtig. Für die Bauern und für den Bauerngarten. Aber auch damals gab es bereits Möglichkeiten, das Wetter vorherzusagen, ganz ohne die heutigen Satelliten, Supercomputer, Radio und Fernsehen. Bei mir geht es immer um den Garten und heute geht es um Wettervorhersagen von früher, die vielleicht immer noch zutreffen und aktuell sind. Herzlich willkommen bei Gebi Garten. Tiere sagen das Wetter voraus. Die Murmeltiere. Am bekanntesten dürfte wohl der Groundhog Day aus dem gleichnamigen Film sein. Dieser Murmeltiertag am 2. Februar sagt in Amerika den Fortgang des weiteren Winters vorher. Scheint an diesem Tag die Sonne und das Murmeltier kann seinen Schatten sehen, wird der Winter noch weitere 6 Wochen andauern. Die Maulwürfe. Wirft ein Maulwurf bereits im Januar Maulwurfshaufen, dauert der Winter auch noch etwas länger. Die Schwalben, die hoch am Himmel fliegen, sagen schönes Wetter voraus. Fliegen Schwalben dagegen tief am Boden, wird es Regen geben. Eigentlich sind es aber die Insekten, die Nahrung der Schwalben, die so das Wetter vorhersagen. Denn sie sind es, die bei entsprechender Wetterlage hoch oder tief am Himmel fliegen. Der Siebenschläfertag am 27. Juni sagt ebenfalls das Wetter voraus. Die Bauernregel dazu lautet: Das Wetter am Siebenschläfertag 7 Wochen bleiben mag. Allerdings sind nicht die Tiere damit gemeint, sondern der Tag ist 7 Heiligen gewidmet, die eingemauert 195 Jahre schliefen. Außerdem entstand diese Bauernregel bereits vor der gregorianischen Kalenderreform und müsste heute eigentlich 10 Tage später, nämlich erst am 7. Juli, das Wetter für die nächsten 7 Wochen vorhersagen. Natürlich wurde längst nachgeforscht und in den letzten 100 Jahren lag diese Bauernregel 36 Mal daneben und hat sich 64 Mal bestätigt. Die Bauernregeln. Anhand von Wetterbeobachtungen an bestimmten Tagen oder in bestimmten Monaten wurden Wetterprognosen getroffen. So entstanden die gereimten Bauernregeln wie Weihnacht im grünen Kleid hält für Ostern Schnee bereit oder wenn Jacobi kommt heran, man den Roggen schneiden kann. Jacobi am 25. Juli ist einer von vielen Lostagen, die halfen, Aussaat- und Erntetermine zu bestimmen oder die für die kommenden Wochen das Wetter vorhersagten. Wie etwa den Merkspruch am 1. September: Gib auf Ägidius wohl Acht, er sagt dir, was der Monat macht. Fast jeder Tag des Jahres ist zum Gedenken einem Heiligen gewidmet, auch heute noch. Diese besonderen Tage und die Sprüche kannte in früheren Zeiten jeder, auch ohne lesen und schreiben zu können. Und die Wetterregeln konnten so leicht verständlich in gereimter Form über die Jahre mündlich weitergegeben werden. Sind sie heute noch gültig? Ja, je nach Region betrachtet, aber nicht auf den Tag genau. Bestimmte, immer wiederkehrende Wetterlagen und Strömungen sind dafür verantwortlich. Ein Link dazu ist wie immer unten in der Beschreibung zu finden. Pflanzen sagen das kurzfristige Wetter voraus. Das hat sicher jeder schon beobachtet. Gänseblümchen, Löwenzahn, Ringelblume, die Samenstände der wilden Möhre und der kalifornische Mohn schließen ihre Blüten, wenn Regen droht. Und so wusste man auch früher, dass man für diesen Tag nichts gießen musste und konnte sich den Weg zum Brunnen sparen. Der 100-jährige Kalender. Eigentlich hat dieser Kalender, den ein Abt im 17. Jahrhundert erstellt hat, einen 7- und keinen 100-Jahres-Rhythmus. Doch der Name blieb. Der 100-jährige Kalender orientiert sich an 7 Himmelskörpern, die sich von Jahresbeginn bis Jahresende in einem gleichmäßigen, sich wiederholenden Rhythmus am Himmel bewegen. Durch Beobachtung stellte der Abt fest, dass Mars, Sonne, Mond, Jupiter, Merkur, Saturn und Venus das Wetter turnusmäßig beeinflussen. Jeder dieser Himmelskörper ist für das Wetter eines ganzen Jahres verantwortlich
und der Abt stellte auch fest, dass es sich wiederholt, alle 7 Jahre. Eigentlich müsste der Kalender eher ewiger Kalender heißen. Er hieß zuerst auch ewiger Wirtschaftskalender und irgendwann wurde daraus der 100-jährige Kalender. Klostergärtnereien und Bauern hatten so einfache wiederkehrende Wetterprognosen. 2021 war nach dem 100-jährigen Kalender das Jahr des Saturn. Und im Saturnjahr ist es immer feucht, kalt mit trockenen Perioden und besonders im August und Herbst fallen große Regenmengen. Na, stimmte das in eurer Region für das Jahr 2021? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Heiter bis leicht bewölkt und das Wetter. Was bedeutet eigentlich leicht bewölkt? Und können Wolken das Wetter vorhersagen? Meteorologen teilen sich den Himmel einfach in eine Torte mit 8 Stücken auf, um die Stärke der Bewölkung des Himmels zu messen. Und schieben dann gedanklich die Wolken wie Sahne auf die Tortenstücke. 2 Tortenstücke mit Sahne bedeuten dann im Wetterbericht heiter und bei 3 Tortenstücken heißt es dann auf der Skala bis 8 leicht bewölkt. Sind alle Tortenstücke gefüllt, heißt das dann im Wetterbericht bedeckt. Die Gewitterwolken. Der Name ist Programm. Aus ihnen kann es regnen, hageln oder schneien oder eben gewittern. Die Haufenwolken sind völlig ungefährlich. Meist lösen sie sich wieder auf und falls nicht, nieselt es höchstens mal ein bisschen. Die unterseits grauen und oben weißen Schichtwolken bringen feinen Regen, aber nur wenn die Wolken auch komplett grau sind. Die lockeren Schäfchenwolken zeigen erst, wenn sie den Himmel komplett abdecken, schlechtes Wetter an. Lösen sich die langen Fäden der Cirruswolken nicht innerhalb eines Tages auf, kommt auch mit ihnen schlechtes Wetter. Je früher am Tag die Blumenkohlwolken da sind, desto eher entwickelt sich daraus auch schlechtes Wetter. Das war's mit dem Wetter und den Wettervorhersagen von früher. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage Tschüss bis zum nächsten Mal und würde mich natürlich über einen Daumen nach oben oder ein Abo sehr freuen. Tschüss!